Alright, herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder der Raphael von der Twave App, Sportwissenschaftler und einer der beiden Co-Founder. Ich freue mich, euch heute so ein bisschen mehr über unsere App zu erzählen und so ein bisschen die Verknüpfung dazu zu bringen. Wir haben euch ein Video gezeigt zum Stoffwechsel beim Laufen und das ging sehr in die Tiefe und war vielleicht sehr theoretisch. Jetzt will ich euch das so ein bisschen mehr heute greifbarer in die Anwendung bringen und wir werden mehrere Topics behandeln, die euch das auch so ein bisschen in die Praxis bringen sollen. Also was kann ich in meinem Training berücksichtigen und beachten, um jetzt irgendwie mit diesen Erkenntnissen wirklich effektiver zu werden oder besser im Training zu arbeiten. Ich werde euch da so ein bisschen jetzt heute das in die Praxis rüberführen und im Zuge dessen auch so ein bisschen zeigen, wie wir das in der App abbilden oder uns vorstellen. Ja. Vieles davon werden wir in den kommenden Monaten und Jahren noch generell deutlicher und präsenter in der App abbilden. Momentan läuft da relativ viel hinter den Kulissen. Und wir erproben das noch so ein bisschen und schauen, dass wir das halt noch besser hinkriegen. Ihr könnt euch das so vorstellen, ich habe euch ja beim letzten Mal darüber berichtet, ihr findet nochmal den Hinweis auf dem Video, wie ihr zu dem Video über dieses Stoffwechselthema kommt. Da habe ich darauf hingewiesen, es gibt quasi zwei Systeme, mit denen wir arbeiten können. Ja, ihr könnt euch das einmal vorstellen, wir haben diesen Turbo Booster, das ist der anaerobe Motor, dieses schnelle, energieliefernde, spritzige System und wir haben das aerobe System als so einen kleinen Gegenspieler davon, der uns ein bisschen wie der Dauerbrenner stetig Energie gibt und uns so ein bisschen quasi beim Rollen hält. Ja, beide Systeme sind wichtig, vor allen Dingen auch in der Symbiose, wie sie gegeneinander spielen. Und es gibt noch einen dritten Faktor für uns, den habe ich bei dem Video letztens auch schon angerissen, nämlich die Frage nach der Laufeffizienz oder häufig auch als Laufökonomie bezeichnet. Ja. Für uns lassen sich die meisten Dinge, die jemand als Läufer realisieren kann oder eben nicht realisieren kann, anhand dieser drei Variablen abbilden. Das heißt, wenn ich von einem Läufer verschiedene Personal Bests oder verschiedene Dinge sehe, die er kann oder nicht kann, dann versuchen wir sie erstmal über diese zwei Systeme, also das aerobe System, wir nennen das bei uns in der App quasi Stellvertreter für Endurance oder quasi die generelle Ausdauer, die jemand mitbringt. Ja, wir haben das versucht, ein bisschen plastischer zu formulieren und zu gestalten. Dann haben wir dieses anaerobe System, was für uns so ein bisschen die Speed ist letztlich, ja, so ein bisschen dieser, wie ich schon sagte, Turbo Booster. Das heißt, wir haben ein Ausdauersystem, wir nennen das Endurance und wir nennen das Speed. Und dann haben wir die generelle Laufökonomie, Lauftechnik, Lauferfahrung auch so ein bisschen. Ne? Wie oft habe ich schon Situationen erlebt, wo ich quasi schon am Rande meiner Energieverarmung doch noch irgendwie weiterlaufen musste. Das nennen wir dann so zusammenfassend so ein bisschen in dem Begriff Experience, ja, wo auch zum Beispiel Trainingsalter mit reinspielt. Wie lange macht das schon wirklich jemand? Ja? Diese zwei Säulen bilden für uns nachher im Prinzip den Erklärmechanismus für, was kann jemand leisten und was nicht. Ich gebe euch mal ein plastisches Beispiel. Ja? Stellen wir mal vor, wir würden uns Usain Bolt angucken, ja, und würden sagen, hey, wieso kann der eigentlich so schnell laufen? Und was würde eigentlich passieren, wenn man Usain Bolt vielleicht auf eine Langdistanz, auf einen Marathon oder sowas schicken würde? Ja? Die meisten von euch können sich erahnen, der würde nicht langsam laufen, ja, aber es wäre nicht sein Spezialgebiet, er würde das nicht so gut hinbekommen und bei weitem nicht in der Weltspitze landen, wie er das quasi in den 100 Meter oder Sprintdistanzen macht. Ja? Wenn wir ich habe euch hier mal so eine kleine Grafik oder ein kleines Schaubild mitgebracht, wenn wir den hier gleich mal abbilden würden, dann werden euch die Unterschiede oder diese Verbindung zu diesen Stoffwechselsystemen vielleicht klar. Ja? Ich habe mal hier auf der Y-Achse aufgetragen, der Pace, also in welcher Geschwindigkeit kann jemand Distanz, hier auf der X-Achse aufgetragen, zurücklegen. Ja? Wenn wir jetzt quasi den Usain Bolt hier so ein paar Punkte setzen würden und würden sagen, was kann der eigentlich? Wir lassen jetzt mal noch kurz diesen Experience oder diesen Lauftechnik-Aspekt außen vor. Dann würde ich erstmal sehen, auf 100 Metern kann der hier oben 36 km/h laufen, also eigentlich sogar noch schneller, aber das entspricht ungefähr 10 Sekunden auf 100 Meter. Ja. So, jetzt könnte ich das quasi, wenn ich so ein paar Punkte abbilde, könnte ich hier quasi so eine Kurve bilden. Ich sehe, bei 400 Metern ist der immer noch wahnsinnig schnell. Ja, und ich mache das jetzt mal so ein bisschen exemplarisch. Bei 1 Kilometer würde der dann schon deutlich langsam auf einmal werden, bei 3 Kilometern auch. Und bei 5, ja, und bei 10 und hier hinten, wenn ich dann wirklich so einen Marathon, der wäre auf einmal irgendwie gar nicht mehr so schnell. Ich mache das jetzt natürlich ein bisschen überspitzt und zeichne das einfach da. Das heißt, was ich für den zeigen würde, wäre eine extrem
steil abfallende Kurve und die hinten würde die dann quasi so ein bisschen abflachen. Ja? Ungefähr sowas könnten wir quasi rausrechnen. Aber gerade in diesem oberen Verlauf hier sehen wir einen extrem steilen Verlauf. Ja? Und ich sage jetzt einfach mal, das hier ist unser Usain Bolt. Ja? Wenn wir uns jetzt quasi irgendwie Philipp Flieger darstellen würden oder Kipchoge, irgendeinen richtig guten Marathonläufer, ja, dann würde das wahrscheinlich anders aussehen. Ne? Wir würden halt plötzlich sehen, naja klar, der ist halt hier richtig gut. Ich weiß gar nicht, was das in km/h ist, was der da auf dem Marathon läuft, aber wir zeichnen das jetzt einfach ab, der würde halt hier natürlich deutlich besser performen, ja? Würde aber natürlich bei den 100 Metern hier hinten bei weitem nicht so schnell werden. Ne? Das heißt, der würde vielleicht irgendwas machen, was einer Kurve entspricht, wenn ich jetzt hier so ein paar Punkte mache, die viel flacher ausläuft, aber die sich dafür hier hinten auf einem viel höheren Niveau etabliert. Ja? Jetzt können wir sagen, hier, das ist hier, schreiben wir mal hin, unser Kipchoge. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn ich jetzt quasi jemanden finde, der erstmal auf diesen extremen Distanzen, also sprich sehr kurzen und sehr langen Distanzen, wenn wir da Daten sehen und die haben, können wir recht gut über diese Kurve, ähnlich wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, abbilden, was hat er für ein physiologisches Profil. Das heißt, wir können tatsächlich sagen, ist das eher jemand, der so ein bisschen über die spritzigeren Dinger, da ist er eigentlich überdurchschnittlich gut, aber je länger die Distanz wird, da stürzt er so ein bisschen ab und performt eher unter dem Durchschnitt, dann weiß ich, aha, der hat wahrscheinlich mehr Hang zu diesem anaeroben System, ist anaerob gut ausgebildet, sprich, er hat viel Speed, aber vielleicht nicht so viel Endurance. Ja? Versus, wenn ich jemanden habe, der eigentlich plötzlich, wo ich denke, so, hey, der kommt irgendwie nie richtig aus dem Knick. Ja? Die harten Sachen, die kurzen, spritzigen Sachen, da performt der vielleicht schlechter als manchen Fußballer, der, obwohl er schon lange irgendwie trainingserfahren ist, aber gehst du mit dem auf eine lange Distanz, wird er auf einmal richtig gut und überholt plötzlich immer mehr Leute und schneidet immer weiter im Feld oben ab, dann weiß ich, okay, der kommt wahrscheinlich eher über diesen aeroben Motor, über diese Endurance und nicht so sehr über diesen Speed-Charakter. Ja? Entsprechend können wir diese zwei Säulen schon mal so ein bisschen formen. Wenn wir jetzt quasi jemanden sehen, der im Prinzip immer im gleichen Maße performt wie jemand anders. Also ich gebe euch jetzt nochmal hier als Beispiel, wenn ich jetzt einen dritten Sportler hier einzeichnen würde, der plötzlich diese Kurve hier zeigt, ja, also im Prinzip den gleichen Verlauf wie einen Usain Bolt, also ist auf jeden Fall in seiner Age Group oder in seiner Kohorte, in seinem Umfeld eigentlich immer ein bisschen besser am Sprinten, immer ein bisschen besser auch auf mittleren Distanzen, aber auch eigentlich gar nicht so schlecht auf langen Distanzen. Aber macht quasi alles schlechter als jemand anders simultan, dann ist es wahrscheinlich weniger so in diesem Endurance-Speed-Verhältnis zu suchen oder zu finden, die Erklärung dafür, sondern ist wahrscheinlich, hey, wahrscheinlich hast du das gleiche physiologische Profil wie andere oder wie Usain sozusagen, aber alles instant auf einem schlechteren Niveau, sprich, wahrscheinlich ist es die Experience, die Technik, du kriegst wahrscheinlich deine Physiologie nicht so gut über die Motorik auf die Straße übertragen und lässt da ein bisschen was liegen. Ja? Und dann würden wir vielleicht diese XP ein bisschen niedriger ansetzen und entsprechend im Training Fokus darauf setzen, dass die Technik mal besser wird, einfach weil es der größte Hebel ist, das größte Potenzial, wo wir noch besser werden können. Ja? Sprich, wir arbeiten sehr gerne mit diesen zwei physiologischen Parametern Endurance und Speed und kommen über diese Experience, um so ein bisschen die Ökonomie, die Effizienz und so ein bisschen die Technik, die Effizienz abzubilden und schaffen es anhand dieser drei Variablen eigentlich sehr gut zu erklären und zu verstehen, warum kann Sportler X das realisieren, aber anderes nicht und warum kann der andere Sportler plötzlich ganz andere Dinge. Ja? Und das Schöne daran ist, das werden wir euch im nächsten Video jetzt zeigen, einmal dieses Profil so ein bisschen entschlüsselt und verstanden und ein Ziel gesetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, jemand ist gut und hat viel Speed, aber wenig Endurance, will jetzt aber auf einen Marathon schneller werden, dann ergibt es natürlich automatisch aus dem Gap zwischen, okay, wir müssen natürlich Endurance aufbauen, Speed eher vielleicht sogar drosseln und runterentwickeln, ergibt sich automatisch die Strategie und ich weiß automatisch, warum würde ich mit Sportler 1 vielleicht ein anderes Training anstreben als mit Sportler 2. Ja, das heißt, wir verstehen nicht nur, warum gewisse Dinge möglich sind, wir kriegen auch sofort Erklärungsmechanismen, was wäre jetzt zu tun, um entsprechend besser zu werden. Das zeigen wir euch im nächsten Video, wo wir so ein bisschen auf Distanzen und spezifisches Training eingehen werden. Ich hoffe, ihr konntet hier erstmal ein bisschen was mitnehmen, habt nochmal so ein bisschen mehr verstanden, was dieses Stoffwechselthema jetzt wirklich greifbar für euch für Nutzen hat. Und wenn ihr Bock habt, guckt euch das nächste Video an. Wir gehen jetzt immer mehr in die Tiefe und immer mehr in die Anwendung. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Viel Spaß dabei. Bis dann.